Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Conkerbergen Conkercrafts. Heute zeige ich euch, wie ihr den Schnitt für eine Spinnertasche entwerfen und die Tasche anschließend auch nähen könnt. Viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Legt den Spinner auf das Papier, sodass die breiteste Seite nach oben liegt. Gut festhalten und die äußeren Rundungen mit Bleistift umfahren. Hier sind es 3, bei anderen Formen mehr oder weniger, spitz oder rund. Hier oben muss die breiteste Seite des Spinners sein, damit er in die Tasche geht. Und nun die Rundungen verbinden. Dann kommt noch die Nahtzugabe und etwas Luft dazu. Ich gebe hier ringsum 1,5 cm dazu. Die Punkte verbinden. Oben die Gerade verlängern und hier an der breitesten Stelle senkrecht nach oben zeichnen. Die Hälfte der Geraden markieren und auch unten, damit wir das Ganze zur Hälfte falten können und zuschneiden, damit beide Seiten gleich sind. Hier oben ist ein bisschen viel Platz, so wie hier. Hier könnte man auch ein klein wenig kürzer machen. Das machen wir jetzt beim Schnitt. Gerade so einen schmalen Streifen noch wegmachen. Dieser Schnitt ist dieses Vorderteil. Und jetzt machen wir das Rückenteil. Das Blatt ist ja noch gefaltet und diese Faltlinie markieren, das ist die Mitte. Nun unser Vorderschnittmuster mittig auflegen und drum herum zeichnen. Obendran Platz lassen für die Klappe, die wir direkt dran setzen. Dann die Klappe. Die Höhe könnt ihr selbst entscheiden. Ich nehme hier 4,5 cm. Die Form mache ich hier rund und oben gerade, das gibt meine Wendeöffnung. Ihr könnt es ruhig eckig machen, wie ihr wollt. Wieder zur Hälfte falten und ausschneiden. Unser Schnittmuster ist fertig. Und auch bei diesem Spinner die breiteste Stelle als Anhaltspunkt nehmen. Den Schnitt auf das Futter stecken und ausschneiden. Und genau das gleiche mit dem Außenstoff. Den Außenstoff habe ich mit Flissline hinterbügelt. Habt ihr einen dicken Stoff wie Jeans, braucht ihr das nicht machen. Die beiden Vorderteile rechts auf rechts zusammenlegen, klammern und mit einer Nahtzugabe von 0,75 an der geraden Seite zusammennähen. Anfang und Ende verriegeln. Links auf links zusammenlegen und die Nahtkante gut bügeln. Knappkantig mit einer Stichlänge von 3,5 bis 4 hier absteppen. Nun die Klappenkante ermitteln, damit wir wissen, wo wir das Band annähen müssen. Dazu das Vorderteil auflegen und die Klappe umklappen. Die Faltlinie mit den Fingern nachfahren. Umgeklappt lassen und umdrehen.
Die Mitte ermitteln. Hier habe ich ein Gurtband aus Kunststoff genommen, auf 5 cm abgeschnitten und der Länge nach zur Hälfte durchgeschnitten, dann mit dem Feuerzeug an den Schnittkanten verschweißt. Das geht nicht mit Baumwollgurtband. Ihr könnt einen Schlüsselring anbringen oder einen Karabiner, den ihr aber nicht mehr entfernt bekommt, wenn ihr das Band festgenäht habt. Oder ihr nehmt erst den Ring und dann den Karabiner, so könnt ihr beides wechseln, falls eines der beiden kaputt geht. Das Band zur Hälfte als Schlaufe falten und mittig mit der Schlaufe nach oben auflegen. Oben bündig oder weiter unten, wie ihr wollt, und mit einer Klammer fixieren. Dann das untere Stück mit ein wenig Kleber festkleben, damit es beim Nähen nicht verrutscht. Wichtig, die Klappe wieder hochklappen, denn wir wollen sie ja nicht mit festnähen. Das Band zur Sicherheit mit einer Nadel fixieren. Und hier ein kleines Viereck und ein Kreuz nähen. Das Vorderteil mit dem Außenstoff nach oben auf die rechte Seite des Innenteils bündig und oben gerade auflegen und seitlich mit Stecknadeln fixieren. Das Rückenteil aus Außenstoff rechts auf rechts auflegen und mit Klammern fixieren. Oben an der Geraden eine Wendeöffnung einzeichnen. Bei mir sind das ca. 4 bis 5 cm. Nun ab hier nähen. Verriegeln, ringsum nähen und hier wieder verriegeln. Dies hier bleibt offen zum Wenden. Nun die Nahtzugaben zurückschneiden. Hier an den Seiten schneide ich nur die Rückenteile zurück, nicht das Vorderteil. Und die Wendeöffnung nicht zurückschneiden. Jetzt durch die Wendeöffnung auf rechts wenden. Die Kanten schön rausdrücken. Die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen klappen. Fixieren und mit der Zaubernaht den Matratzenstich verschließen. Der Link zur Zaubernaht steht unten in der Infobox. Nun alles gut bügeln. Die Mitte ermitteln und den Druckknopf anbringen. Den Schlüsselring durch die Anhängerschlaufe ziehen, den Karabiner anbringen und fertig ist euer individuelles Täschchen für euren Fidget Spinner. So habt ihr ihn immer geschützt und griffbereit bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!